Solltest du, wenn du an der Schwelle zum Rentenalter stehst oder schon pensioniert bist, überhaupt noch in Aktien investieren? Das schauen wir uns im heutigen Coffee Break an. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. In dem Moment, wo du das Rentenalter erreichst, hast du statistisch gesehen noch mehr als 20 Jahre vor dir. Das ist ein schön langer Zeitraum zum Investieren. Schaut man 100 Jahre zurück in die Vergangenheit, hat es bei einer Haltedauer von 14 Jahren an der Schweizer Börse keinen Zeitraum gegeben, wo man negative Gesamtrendite hatte. Beim Dow Jones hat die längste Erholungszeit seit dem Zweiten Weltkrieg 16 Jahre gedauert. Immer mehr Pensionierte beziehen ihr Pensionskassengeld als Kapitalleistung statt als Rente. Aktuell entscheidet sich rund 40% für einen vollständigen Kapitalbezug. 20% machen eine Mischung aus Kapitalbezug und Rente. Nur noch 40% entscheiden sich für die Renten allein. Über die Vor- und Nachteile dieser Variante haben wir einen separaten Beitrag gemacht. Der ist unten nochmal verlinkt. Wenn du dich jetzt für den Kapitalbezug entscheidest, dann musst du dir überlegen, wie du dein Vermögen investierst. Im heutigen Tiefzinsumfeld sind Festgelder und Kassenobligationen eine denkbar unattraktive Option. Außerdem schränken sie dich ein, weil sie nicht flexibel beziehen kannst. Besonders oft werden auch Dividendenaktien als Anlageoption genannt. Das ist auf den ersten Blick sinnvoll, aber man ist damit mehrheitlich auf traditionelle Wirtschaftssektoren wie Energie und Nahrungsmittel konzentriert und macht bei den grossen Wachstumsthemen nicht mit. Kurz, man tauscht eine geringere Volatilität gegen tiefere langfristige Performance ein. Kommt dazu, es ist für Schweizer Privatinvestoren steuerlich ineffizient. Wir zahlen zwar Steuern auf Dividenden, aber im Gegensatz zum Rest der Welt keine Steuern auf Kapitalgewinn. Grundsätzlich muss man als Pensionierter eine Anlagestrategie wählen, die zu den eigenen finanziellen Zielen passt. Man möchte investiert sein, ist aber je nachdem auch auf Kapitalentnahme angewiesen. Diese Auszahlungen kannst du regelmäßig oder nur dann, wenn du es brauchst, machen. Das unterscheidet einen von den Jüngeren, die noch voll im Kapitalaufbau sind und mit einem sehr langen Anlagehorizont rechnen können. Wenn man in der Entnahmephase ist ein 100%iges Aktienexposure nicht sinnvoll. Obwohl die Aktienmärkte langfristig steigen, muss man auch in einem schwierigen Börsenjahr nötige Kapitalbezüge verkraften können. Wichtig ist, dass man auch im Ruhestand möglichst auf Market Timing verzichtet. Ein regelmäßiger Entnahmeplan, wie der von TrueWealth, hilft beim systematischen Entsparen. Bei der Anlagestrategie sollte man berücksichtigen, dass die Lebenshaltungskosten oft in Schweizer Franken anfallen. Darum ist eine leichte Übergewichtung vom Heimmarkt oder eine teilweise Währungsabsicherung sinnvoll. Die Anlagevorschläge von TrueWealth gehen aus diesem Grund übrigens auf das Thema ein. Ganz wichtig sind auch tiefe Anlagekosten. 20 Jahre sind lang und hohe Anlagekosten wirken wie Sand im Getriebe. Zudem geht es bei Pensionierten nicht selten um grössere Beträge. Das heisst, eine kosteneffiziente Anlagelösung ist umso wichtiger. Fassen wir zusammen. Auch als Pensionierter lohnt es sich zu investieren. Wenn dich vor Inflation schützen willst und langfristig gesehen der Zins auf dem Bankkonto nicht langt, musst du sogar investiert sein. Am besten auch in Aktien. Wie gross deine persönliche Aktienquote genau sein soll, kann ich hier im Podcast natürlich nicht sagen. Das ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Spiel das am besten mal durch. Falls du noch nicht Kunde bist, mach doch ein Testkonto. Mit dem kannst du 1:1 alles durchspielen und siehst deine optimale Anlagestrategie. Ohne Papierkram oder das Geld in die Hand nehmen musst. Bist du in einer Phase, wo du dir um einen vorzeitigen oder regulären Bezug von PK-Geld Gedanken machst? Wir bieten dir gerne ein halbstündiges Gespräch mit einem von unseren Finanzplanern an. Wenn dich das interessiert, schreib mir ein E-Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.